Wunderschön, meine wunderschönen Kerdan hier. Back to the roots. Es ist der. Man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Ich blende zu doll. Es ist der Mobile Kardan mit dem Spiel Plants on Fire. Die Pflanzen sind feurig, wie dem auch sei. Ihr werdet erkennen, ihr werdet vieles wiedererkennen, aber dieses Spiel, es ist ja immer so dieses, wenn man ein Spiel macht, muss es ja eine Daseinsberechtigung haben, dass es ein eigenes Spiel ist. Und das hier, das kombiniert so viel. Es ist halt ein Deckbuilder, es ist Auto-Chess, es ist Tower Defense. Es ist einfach, spielt sich wirklich schön. Unterschiedliche Viecher, anhaltender Grind gerade und was man sagen muss, natürlich unter dem Aspekt, sind wir jetzt mal ehrlich, es gibt keine Free-to-Play-Mobile-Spiele mehr. Da können wir von weg. Ich sage aber mal, die Preise, wenn man sie sich so anguckt, sehen erstmal okayisch aus. Gerade, ich starte hier einfach mal rein in so einen Koop, denn ja, es gibt Koop. Bei einem gewissen anderen Spiel ewig gepredigt. Kein Fick drauf gegeben. Die Spiele können meiner wegen auch weg. Ich kann euch sagen, das Wichtigste, was er wirklich ist, und da muss ich jetzt quasi schon das erste Mal lügen, das Wichtigste, was es gibt, Premium. Einfach dieses ohne Werbung spielen können, ist schon mal so viel wert, kostet, glaube ich, für einen ganzen Monat 4,99. Also das finde ich schon mal angenehm. Natürlich, ich persönlich wäre eher ein Freund, wenn es so ein Pack geben würde für 15 Euro, Lifetime meinetwegen, keine Werbung. Aber es ist, wie es ist. Auch der Battle Pass, meine ich, mit 10 oder 12 Euro. Ich glaube im Normalsegment, nicht im teuren. So in diesen, das ist jetzt, glaube ich, halt einfach der Standard. So, und hier ist es jetzt halt so, hier gibt man sich mit seinen Gemüsekriegern gegenseitig auf die Mütze. Nun spiele ich das Spiel schon ein paar Tage. Konnte das Rad, so ein Mobile-Game schafft's halt nicht, das Rad neu zu erfinden. Und obwohl ich so oft Mobile Gaming hate, warum bin ich drauf kleben geblieben? Weil es halt eben dieses Auto-Battler, dieses Tower Defense und dieses PvP und Mergen und Deckbuilding halt einfach so krass kombiniert, bin ich halt darauf aufmerksam geworden. Ich bin natürlich über ein anderes Spiel, was ich seit Monaten spiele, was aber wirklich so ein reines PvE-Spiel ist, was man so spielt, in der Werbung einfach hängen geblieben und bin drauf reingefallen. Und jetzt hänge ich halt seit ein paar Tagen drin und bereue bisher, sage ich, nichts. Noch nicht. Man muss halt immer gucken. Wie sehr ist die Langzeitmotivation? Ich kann euch sagen, rein von diesen Solo-Modis, die es ja auch gibt, hat man keine Freunde, so wie ich gerade noch nicht, mit denen man gucken kann. Kann man sich hier einen KI-Bot zur Hilfe nehmen. Dadurch sind aber auch Funktionen, ihr seht es oben rechts, da ist dieses KI mit diesem Sternchen durchgestrichen. Denn normalerweise kann man jetzt aus dem Shop eine Einheit gratis rübergeben zu seinem Mate. Dies funktioniert nur bei echten Spielern, nicht bei Bots. Ich denke mal, weil entweder der Bot bricht oder was weiß ich. Ja. Es ist halt aber geil, dieses Spiel. Es gibt es jetzt tatsächlich schon seit 2 Monaten für iOS, laut Freundesaussagen noch nicht. Das fühlt sich schon wirklich so gut an.
Es fühlt sich auch so an, auch wenn ich nicht gerne der Solospieler bin. Objektiv betrachtet fühlt es sich halt einfach gut an, dass die Sachen erstmal da sind. So, wir freezen hier. Ich kann euch, ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt ergibt, wenn ich euch meine Deckstruktur erkläre, denn es gibt sie noch nicht so richtig bei mir. Ich habe einfach nur geguckt, dass jede Rolle jetzt erstmal ausgefüllt ist. Ich wollte euch diesen Koop-Modus nur mal zeigen, weil ich glaube, der wird halt wirklich cool, wenn man dann zum Beispiel mit einem Taker oder sowas im Discord chillt und ein bisschen quatschen kann dabei. Wie auch immer. Leider ist das Koop gekoppelt an 2 Versuche am Tag. Hat, denke ich, aber was auch damit zu tun, weil diese Belohnungen, die man daran bekommt, anhand dessen, wie gut man halt in diesem Modus abschneidet. Oh Gott, jetzt habe ich hier schön Power. Dass man sofort Belohnungen bekommt. Da verstehe ich's, wenn man sagt, ja, wir müssen es cappen. Ob das jetzt dabei 2-mal sein muss, weiß ich halt nicht, weil man sollte den Leuten eine Chance geben oder man sagt, vergesst, was ich gesagt habe, das ist ja noch schlechter, was mein Vorschlag war, ein wöchentliches Limit. Aber, dass man halt auch mal sagen kann, ey, heute setze ich mich mit dem Hans Panzerschreck 3 Stunden in den Discord und Kupe für Gold oder sowas. Ihr kennt die alte Leier, wie oft habe ich darüber gesprochen. Aber ich finde, so eine Chance sollte man den Leuten halt nicht nehmen, weil sie investieren Zeit. Wenn es Free-to-Play-Spieler sind oder vielleicht auch nur so Free-to-Pass-Spieler, die Free-to-Play sind und sich nur die Pässe holen oder was weiß ich, schon trotzdem noch eine Chance geben, Zeit, Kraft ins Spiel investieren, dass die da auch vorankommen. Und das habe ich auch bei dem Boss-Level gesehen. Die sind tatsächlich wöchentlich, verstehe ich dann auch. Da gibt es mit Rangbelohnungen, bla 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 blups. Und wir haben hier schon mal durchgelassen. Das war sogar mein Boss, der durchgelassen wurde. Das heißt, ich muss mal kurz gucken. Wir schießen mal hier unseren AOE ein bisschen hoch. Verkaufen wir mal was. Freezen wir jetzt. Der Grind im Ranked, dazu nochmal, also ich werde jetzt gleich eventuell, wenn ich jetzt allein schon sehe, 8 Minuten jetzt schon für dieses Club-Ding. Ich wollte immer sagen, warum spiele ich denn überhaupt Mobile? Weil ich nicht mehr Zeit habe wie früher. Jetzt mit einer kleinen Familie und man hat abends 2-3 Stunden Zeit für sich, wenn die Kleine schläft. Ich glaube, hier sind wir durch. Jo, das war's. Und diese Spiele, gerade im Ranked werdet ihr sehen, die werden länger. Man startet mit wesentlich kürzeren Spielen, weil der Held, das ist der Kumpel in seinem orangen Kostüm hier, umso höhere Elo ihr erreicht, umso mehr Maximalleben hat er. Ich bin jetzt hier bei 1224 und mein Maximalleben ist, glaube ich, 105, genau. Ich weiß nicht, wie die höher gehen, bei 1400 auf jeden Fall nochmal. Ich schätze mal, es wird ein Cap von 120 oder sowas sein. Könnte man jetzt ja auch mal gucken. Weil hier gibt es nochmal... Hier sieht es nochmal nach einem Level-Up aus. Hier auch nochmal. Oh, vielleicht geht's auch ins Unendliche. Ach du Scheiße, wie viel? Was ist denn hier Considered High Elo? Wenn ich mir das mal so angucke, 10.000 ja anscheinend Maximum, dann sind wir ja noch richtig weit weg. Ach du heiler Bimbam. Könnt mir eine Glücksmarke holen für 150, ich habe 20. 9 Glücksmarken braucht man, um einen Booster-Pack quasi, nee Quatsch, 9 Booster, 10 Booster aufzumachen. Ist der krasse Rabatt. So, dann zeigen wir mal nochmal jetzt diesen Bosskampfmodus. Den gibt es nämlich auch. Der hat eigentlich eine richtig schöne
Mechanic, ich denke, das ist einer dieser Affixe, der wird sich dann wöchentlich ändern, vielleicht auch der Boss. Hier, dieses Feld, Diener da drauf, werden verkauft, also sie werden zerstört. Deren Kraftlevel wird mal 2 gerechnet, also 200%. Ne, den freezen wir nicht. Wir machen das mal so und dann bauen wir das hier noch hin. Und weil wir sie eigentlich nicht brauchen, könnte man das fast schon so machen, um gleich von Anfang an zu rampen. Denn, ihr macht ja immer Plus in der Kampfkraft damit, ne? Also sofort werden dann 32 auf meine beiden hier aufgeteilt. Und der Boss, er fühlt sich schon wirklich schrecklich an, das muss man so sagen. Hier geht's vorbei. Da muss man erst durch den Schild durch und guckt mal, da kommt sofort wieder was. Ich habe 100 Punkte gesammelt. Man hat nur ein paar Sekunden Zeit. Nach 9 Runden ist vorbei. Da wird dann anhand der Punkte entschieden, was ihr an Belohnung bekommt. So. Jetzt haben wir halt schon ein Problem, aber die ist ein guter Single-Target. Die erhöht aber gleich nochmal enormst ihren Schaden. Enormst um 4, glaube ich. Um 6. Ja, durch meinen Helden auch. Da werden 90 auf die beiden aufgeteilt. Und er, mein Pit-Samurai, ist eigentlich meine Signature-Unit. So, wenn man das Schild des Bosses nicht durchbricht, macht er auch, man sieht es unten am blauen Balken, am Ende seiner Kampfphase Schaden bei uns. Aber, wie gesagt, diese Sachen sind halt auch ein Weg, wie man an Belohnungen rankommt. Nicht ohne, dass man sich jetzt permanent... Und da ist die Tomate. Mit jedem Kill wird sie stärker, aber die bringt uns hier auch gar nicht mal so viel, all dieweil wir machen hier nicht viele Kills. Oh, den freezen wir mal. Das gibt gleich Power. .30 aufgeteilt auf 4 alle, kann auch wieder Schmutz sein. Aber was hier gerade gar nicht gebraucht wird, da wird man später, wenn man die Karten hat oder die Einheiten, braucht man sich höchstwahrscheinlich auch ein Coop-Deck. Ein Bosskampf-Deck, je nach Boss. Schon wieder die Zeit abgelaufen. Das hat sich ich glaube, ich habe vorhin nicht einen Schaden, als ich das erste Mal Boss gekämpft habe. Was ich eigentlich nicht will, ist, dass der Pilz stirbt. Aber den Pilz opfern. Pilz opfern ist natürlich, das würde natürlich mächtig schmächtig Angriff geben aufs Board. Aber wir haben halt auch Units drauf, die wollen wir eigentlich gar nicht. So, und dann gehen wir gleich nach dem Ding nochmal in den PvP rein. Das PvP, Leute, es macht so Bock. Es ist einfach schnell. Es hat übelst geile Mechanik. Es bringt einfach von vielen anderen Autobettlern, die man kennt, einfach Mechanics mit. Ich werde hier verlieren, glaube ich, weil ich kriege sein Schild gar nicht down. Es gibt eine Einheit. Die ist dafür da, doppelten Schaden oder muss ja auch nicht doppelt sein, am Boss zu machen. Jedoch will die irgendwie gerade nicht so richtig. Man kann halt auch freezen, ihr seht das im Shop, freezen, das andere wird automatisch am Rundenanfang erneuert, was nicht gefreezed ist. Ach du Scheiße. Komm, 2 Schaden. Ah, seht ihr, jetzt krieg ich wenigstens mal keinen Schaden. 2500. Ich hab vorhin einfach, kann ich euch auch gleich mal zeigen, bevor... Wurde die jetzt nicht weggesnitcht? Hä?
Ja, da war ja die andere unten. Zinorotz. Da ist er. Den Physisch, der macht doppelten Schaden. Nehme ich an einem Boss. Leute, schon mehr Müdigkeit. Ich bin mir nämlich, glaube ich, sogar relativ sicher. Aber hier macht es ja auch einer. Irgendeiner schießt permanent gerade einfach auf den Boss durch. Das gerne auch so rein kann. Die Zahl ist schon echt fragwürdig. Aber alles wird sich jetzt ändern. Oh Gott. Es ändert sich einfach alles. Das ist vielleicht der Play auf die letzten Runden. Hier nochmal richtig dicken Schaden verteilen. Und der kleinere bisschen Kopf, der muss dann da mal weg. Ist das auch ein bisschen bizarr. Die Dinosaurier sein. Ich bin jetzt gerade so laufen. Ist schon alles recht langwierig und ich muss auch sagen, tatsächlich muss gucken, wie es dann ist. Hier mit dem richtigen Mate, wie es dann mit Clans und so aussieht. Aber so dieses Boss und dieses Abenteuermodus ist halt so für mich, finde ich, sehr anstrengend. Aber ist halt auch, ne, jedem wie es gefällt. Fällt's halt nicht. So, und das wird dann jetzt schon... Boah, ich in der letzten Runde einfach drin. So, ich hoffe, die Melone wirklich, sie heizt jetzt voll durch auf den Boss. Da hab ich vielleicht vorhin wirklich einfach nur Glück gehabt, dass ich schnell die Melone bekommen habe. Denn wie man sieht, man könnte den Boss, wenn man es wollte, killen. Und so wie es aussieht. Weiß ich nicht, was ich sagen so wollte. Rip me. Da wäre noch ein Monski. Aber das lohnt sich alles nicht mehr, leider. Leider, leider. Gut, dass er die letzte Runde draufgeschissen. Oh. Die Melone scheppert aber rein. Alter. Da holen wir nochmal ein paar Punkte auf den. Das ist ja nicht mal ein Drittel. Das wird ein Drittel von dem, was denn meine Höchstpunktzahl ist. Hab ich da wirklich den Glückskeks gegessen heute? Zack, da saugt er meine Vegetables ein. Ich hab komischerweise besiegt. Er fällt um. Und abgeschlossen. Da seht das. Mit meinem verbleibenden Leben war ich gerade bei 12.000. Hier waren es einfach 27 fucking 1000. Deswegen habe ich mir hier schon so viel abholen können. In der Rangliste kann man mal gucken. Bleibt dran. Ja, moin. Gute Nacht, Marie. Was soll das? Kadana aber wenigstens auf der 12. Durch Lucky Punch. Distrikt 13. Aber Freunde. Jetzt gehen wir nochmal ins richtige Game rein. Und viele fragen sich, hä, der Bastard spielt doch auf dem Handy, warum hat der Headset auf? Meiner Frau geht's gerade nicht so gut.
Und wenn was ist, dann soll sie mir schreiben. Das heißt, wenn ihr irgendwann bim, bim, dieses nervige WhatsApp-Webgeräusch hört, das ist meine Frau, von keinem anderen hören was. Freunde, gerade noch von meiner Frau gesprochen, da kam sie ins Zimmer und hat das Video gebombt. Deswegen konnten wir jetzt immer das erste Spiel nicht zeigen. Ist ein Win geworden, Gott sei Dank. Hier sehen wir es. Darüber habe ich gerade gesprochen. Am Anfang habt ihr gesehen, gegen welchen Boss wir kämpfen. Es gibt mehrere Bosse, die alle drei Level, alle 3 Runden erscheinen. Und hier gibt es einen guten Start für uns. Dazu schaltet man immer diese Zauber hier frei. Einfach indem ihr uprankt. Und da kann man am Anfang sich einen auswählen, der ein bestimmtes Kriterium erfüllen muss, dass er auch rauskommt. Also hier aktivierbar ist. Ihr habt Emotes. Das hier ist unser Chef. Der Anführer quasi. Da habe ich jetzt ein Wahrzeichen, also eine Heldenfähigkeit, eine passive, das zum Beginn der Kampfphase der Damage, was haben wir hier? Im Shop haben wir Angriff, dann haben wir schon. Dann machen wir mal so und oh, erstmal. Nächste Runde ist ein Boss-Level, da brauchen wir nicht. Hab jetzt gar nicht mehr geguckt, welcher Boss. Die haben tatsächlich, unterscheiden sie sich jetzt minimal. Zum Beispiel gibt es die Turboschnecke, die ist einfach nur schneller als andere und hat ein Schutzschild. Es gibt den Riesenschleim, der einfach nur ein Spawner ist. Die Motte, die ist einfach da und was wir aber haben, ist, dass die Einheiten richtig schön unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ihr seht's, pro Einheit, die durchkommt, 5 Schaden am gegnerischen Helden. Es gibt Mechanics, die lassen euch heilen. Es gibt, glaube ich, bestimmte Helden, die machen das passiv. Es gibt Einheiten, die heilen entweder nach dem Kampf, vor dem Kampf, den Helden um ein paar Punkte. Das Interessante an der ganzen Chose ist, fernab jetzt mal hier von den Bossen, Einheiten, die ihr platziert auf dem Feld und wie stark die dann auch noch sind hier auf eurem Spielfeld, schicken immer 2 Truppen zum Gegner und die werden halt auch stärker, wenn die Einheit, die ihr da besitzt, stärker wird. So, was machen wir? Wie machen wir es? Schön Shop-Buff machen. Immer hoch da. Hier haben wir einen 3er Radieschen-Lord hier im Bistan. Was machen wir noch? Das Maidieschen können wir noch hoch machen. Und was wir hier nämlich haben, ihr habt es vielleicht auch gesehen. Ich habe es angesprochen, wir können freezen und ich habe diese junge Dame hier. Die gibt eingefrorenen Einheiten, einer eingefrorenen Einheit im Shop von mir, plus Angriff, oder wenn keiner eingefroren ist, gibt sie sich diesen Damage Buff selber. Ultra flexible Einheit und vor allem auch gut dafür, wenn ein Spiel länger dauert und man sich selber boardlockt, dass man nicht mehr wirklich viel machen kann, dass trotzdem weiter gebufft wird. Oder man sagt, man steht gerade relativ gut, man bufft die Einheit im Shop hoch, damit dann die Einheit zum Beispiel eine andere ersetzt. So, und die Bufferin, ich lasse die erstmal. Es taugt eigentlich nichts, weil ich nicht mehrere Einheiten freeze. Kann ich die auch so? Aber wir brauchen gerade keine andere 3er-Einheit. Den brauchen wir tatsächlich nächste Runde eigentlich auch nicht. Nächste Runde wird wieder Boss. Er hat irgendeinen Zauber, der ihn unverwundbar macht, diese Runde. Hätte er mal eher beim Boss machen müssen. Denn der Boss, wenn er durchkommt, macht immer so viel Schaden mal 10, wie gerade die Runde ist. Das heißt, Runde 6 kommt der zweite Boss, kommt der durch 60 Schaden. Hätte das da mal lieber genommen. Was ihr auch gleich wieder seht, ist, wenn eine Seite von Spielern die angreifenden Mobs geklärt hat, wird da drüben was aktiviert, dass die einfach doppelt so schnell laufen.
So, jetzt wollte ich bei dem Schleimboss tatsächlich, kann hier der Granatapfel, der Granatkopf, der Granatapfelschütze, wie auch immer, sogar noch relativ gut funktionuckeln. Oh. Weil der sich ja tatsächlich splittet in mehrere kleine Mobs. Wir müssen uns hier aber auch nichts vormachen. Das war's wohl für den Kollegen. Er schickt mir einen 1500er Boss rüber, ich ihm einen 2400er. Das wird's wohl gewesen sein. Im Übrigen, weil es ist, glaube ich, aus dem chinesischen Haus, dieses Spiel. Man sieht hier sehr viele Taiwaner und Chinesen. Aber das war der Sieg. Ich bin auf einer 4er-Serie. Ich hoffe wirklich, denn ich brauche euch ja auch nicht anlügen. Hier ist schon der ein oder andere Taler geflossen. Nicht viel, weil du brauchst hier tatsächlich gerade, um voranzukommen, nicht viel. Und die Log-Angebote sind halt spottenbillig, nicht? Wenn man so seine erste Legendary, das ist im Übrigen diese Radieschen hier. Maidieschen, hier ist sie. Die gab es halt dann einfach für 99 Cent. Und dann, was, du willst ein Level up? 1,99 oder sowas. Das sind halt die Log-Angebote. Aber ich finde dann halt, die sind auch recht fair. Maximallevel ist 12. Sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe jetzt eine Legendary hier, die hier zum Beispiel ist auf 8. Die könnte ich instant auf 9 machen für 25 Euro. Jetzt kommen wir dann schon langsam so in dieses Mobile-Segment, meine Freunde, nicht. Da sind doch die Preise, die wir kennen. Da dann zu sagen, ein Level ab 25 Euro geht schon in die knackige Sache. Aber ich finde, der Grind kann auch eigentlich ganz gut funktionieren und es lässt sich smooth spielen, wenn man sich den Ruhmpass holt, dass man hier immer sieht, wow, hier weiß ich, worauf ich hinarbeite. Und halt dieses Premium, dass man hier einfach in den Shop geht, sagt, wo ist es? Ich werde es natürlich bestimmt heute schon abgeholt haben. Hier ist es. Nee, hier ist es nicht. Wo sind die Dinge? Freunde, jetzt mache ich mich hier zum Appel gerade. Wir können hier immer noch so ein Ding hier öffnen. Für 10 blaue Sterne. Oh. Da haben wir sogar ein Level-Up von einer Unit, die ich nutze, aber Notnagel ist. Die Kirschschwester. Goldtechnisch ist es hier. Dann gucken wir hier mal, was macht es? Erhöht den Angriffsbonus durch Beförderung auf 1 bis 2. Jetzt ist er halt eine Safe 1. Jetzt kann er halt auch 2 sein. Freunde, ich bin ehrlich, bin ich überhaupt schon wieder kein Fan von, was das Balancing angeht zwischen dann Legendary und epischen Karten. Weil guckt mal hier, dann ist einfach der Benefit, die Karte auf Max-Level zu bringen. Von, sagen wir jetzt mal hier auf 11 ist es 2 bis 3. Und die auf Max-Level zu bringen, was wahrscheinlich sündhaft teuer ist dann halt, dass du sicher deinen Dreier-Boost bekommst. Und ich schwöre euch, an dem Punkt, an dem man die auf 12 hat, hat man wahrscheinlich auch eine Legendary Comp, die es wesentlich besser macht. Will ich mich nicht mit aus dem Fenster lehnen. Ich werde es jetzt aufwerten, weil es gibt auch 3% in Kampfkraft. Diese Prozente, die wir hier sehen, wirken sich aus. Warte, es steht hier, glaube ich, beschrieben. Nee, steht's nicht. Wirken sich sowohl auf die Lebenspunkte der Einheiten, die zum Gegner geschickt werden, aus, als auch auf die Angriffskraft, nicht Geschwindigkeit eurer eigenen Truppen auf dem Schachbrett. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen erstmal viel Spaß. Leute, ladet euch das Spiel runter, wenn ihr kein Problem damit habt, euch auch mal eine Werbung anzuschauen. Ist es das Game wirklich? Oder ihr sagt, es bockt so und der Grind, egal wie schnell oder langsam, ich will einfach nur mein entspanntes Zocken, kann mir die Werbungsbelohnung abholen, ohne Werbung, ich kann einfach flüssig spielen. 5 Euro für einen Monat ist natürlich wirklich ein Abo-Modell, was quasi
Ich weiß nicht, wo liegt Netflix gerade. Netflix ohne Werbung oder Prime ohne Werbung ist. Aber es kann halt auch eine Menge Spaß in diesem Game hier bringen. In diesem Sinne, ich hoffe, das ist mein Plan. Aber wer mir folgt, weiß, bei mir kommt eh immer alles anders wie geplant. Ich wollte auch mal einen Mobile Monday machen. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Hype hier im Spiel. Oh Gott, hätte ich doch noch nicht darauf geklickt. Jetzt wird mir irgendwas erklärt. Ich hoffe, es so zu machen, dass wir vielleicht immer mal Variety ins Spiel reinbekommen mit wir machen mal ein Video zu den 2 Coup-Kämpfen, einen Bosskampf, mal 3 Rank-Games und dann kommen vielleicht 2 Videos die Woche. Wäre schon top-notch. Vielleicht nur 1, aber was ich plane, ist eigentlich ein Gameplay-Video die Woche, ein vielleicht Mechanic-Video, solange man zu Mechanics irgendwas erklären kann. In diesem Sinne, meine Freunde, danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr mal wieder da wart und tschüss.